Moin Leute, Apo hier wieder. Und zwar sind wir wieder beim Free-to-Play Beginner Grind Folge 4, ne? Ja, Folge 4. Ähm, ja, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wir haben B10 geschafft. B10. Wir haben B10 geschafft. Mit diesem schönen Team hier. Nur 3 Sterne Monster. Und es ist noch nicht ganz safe, wie ihr sehen könnt. Also bei dem 5 Run haben wir einmal gefailt. Dafür aber also dafür 4-mal gewonnen. Und ich denke mal, wenn wir das Team noch ein bisschen verstärken, quasi, guck mal, wir haben 5 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne und 6 Sterne. Den habe ich jetzt als gestern halt noch auf 6 Sterne gemacht, noch nicht full fertig. Die Skill-Ups sind noch nicht komplett fertig. Ich glaube, Poporeiter ist fertig mit den Skill-Ups. Die anderen 4 haben noch keine Skill-Ups. Also nicht komplett fertig. Ich denke, das wird halt nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Was ich mir halt noch vorgenommen habe, ist wahrscheinlich die Scharfschützen auszuwechseln mit dem Piraten-Captain. Weil die meisten von euch haben ja jetzt schon den Piraten-Captain, wenn sie die B8 geschafft haben. Und mit dem Team schafft man ohne Probleme B8. Und das nächste wird auf jeden Fall sein, dass wir vielleicht die 3 zumindest auch so Richtung 6 Sterne machen. Sie dann irgendwann auswechseln, weil sie ist eigentlich nur dafür da. Sie macht zwar ein bisschen Schaden, aber der Schaden von ihr ist jetzt nicht relevant für den Boss an sich. Die cleart halt die Wellen halt ein bisschen besser. Und ihr Schaden steigt natürlich, wenn sie, je weniger der Boss LP hat halt, also HP hat. So, was haben wir denn Schönes überhaupt bekommen? Critrate, ja. Resistance, Geschwindigkeit, nee, das wollen wir nicht haben. Second Slot, nope. Das sieht auch nicht so toll aus. Schade. Was haben wir hier bekommen? Betäubung, auch nicht so gut. Das sieht, na, schade. Wir haben nichts Gescheites bekommen, Leute. Nichts Gescheites. So, kurz zum Team. Damit ihr vielleicht den einen oder anderen Stage schaffen könnt. Hier einmal kurz zu meinem Giroleon. Also wirklich, den würde ich euch wärmstens empfehlen, als erstes auf Sixer zu machen. Der hat immer noch die gleichen Bauteile, also immer noch dieses Lebensraubset und halt aus den jeweiligen Belohnungen die 2 Bauteile. Den solltet ihr halt gucken. Also da ich ihn halt als Farmer benutze, versuche ich so viel Crit Rate wie es geht reinzumachen. 85% ist eigentlich so okay, weil beim Farmen kämpfe ich ja gegen Feuer-Element. Und da kriegt man normalerweise mal 15% noch zu sich. Das heißt, bei dem vorteilhaften Element kriegt man immer 15% Crit Rate Bonus drauf. Deswegen sind wir bei 100% beim Farmen. Später werde ich den aber umswitchen auf Betäubungsbauteile, damit wir auch die Wellen auch immer stunnen können. Das wäre halt super. Aber ich habe halt noch keine Bauteile dafür. Deswegen lassen wir ihn erstmal so. Dann die okkulte Tänzerin. Würde ich euch empfehlen, also wirklich sehr viel HP, sehr schnell. Der Rest ist jetzt halb so wild. Also klar, Widerstand wäre cool, also Resistenz. Ansonsten würde ich euch empfehlen, auch ganz normal auf Geschwindigkeitsset zu gehen. Hier auf dem Slot Geschwindigkeit nehmen. Hier könnt ihr LP und Verteidigung nehmen, ist egal welche. Also es macht nicht, also ihr könnt weniger LP haben und mehr Verteidigung, ist auch gar kein Problem. Nur das Problem ist, kann sein, dass wenn ihr den Verteidigungsdebuff bekommt, dass das halt vielleicht mehr reinhitten kann. Ähm, Dieser Angriff macht sehr viel Schaden bei dem Boss, ist mir aufgefallen. Überrascht, ich war wirklich überrascht. Hier steht, greife einen Feind an. Schaden basiert auf dem maximalen LP des Ziels. Das heißt, folgendes. Ihr könnt bei ihr, wenn ihr es schafft, ne? Aber ich glaube, am Anfang schafft man es nicht. Aber ich denke mal, ich werde sie in nächster Zeit vielleicht auch ein bisschen mehr auf Crit Rate bauen, weil basierend auf dem maximalen LP des Ziels macht immensen Schaden. Ich glaube, die macht, wenn sie crittet, mehr Schaden als meine Damage-Dealer. Das müsst ihr euch mal geben. Die macht, glaube ich, 15.000 Damage auf einen Boss. Das ist einfach nur krass. Aber es ist normalerweise ein Support, also vergisst das nicht. Nicht, dass ihr jetzt krampfhaft versucht, hier 100% oder 85% Crit Rate drauf zu packen. Macht das nicht. Macht das nur, wenn ihr die anderen Stats wenn sie wirklich überlebt und alles gut ist und dann noch als Bonus ein bisschen Crit Rate drauf hat. Vollkommen fein.
Sie habe ich jetzt auf Angriff, Crit Rate und Angriff, also quasi auf knapp 75. Ja, sind halt jetzt nicht 85, aber funktioniert trotzdem super. Geschwindigkeit wäre halt natürlich noch schön. Angriff wäre noch ein bisschen mehr besser. Genauigkeit ist das Problem bei ihr. Sie soll ja quasi mit ihrer AI, soll sie ja eingestellt bekommen, dass sie diese Fähigkeit immer nur dann macht, wenn der Boss diesen Angriff-Buff bekommt. Bei 11% sind wir halt so RNG-lastig. Das ist wirklich, also der Run momentan würde nur fehlen, wenn sie den Angriff-Buff nicht wegbekommt. Und das passiert sehr oft. Aber in den meisten Fällen halten meine Edemons aus, aber manchmal passiert auch das, dass die es dann nicht durchhalten. Genau. Stahlflügel auch schnell. Genauigkeit 60% reicht. Ihr braucht nur 60% bei den Dungeons. Genauso auch wie Po-Reiter. Ich habe sie jetzt noch nicht auf 60%, aber das werde ich jetzt auch immer mehr verbessern. Und die würde ich auch komplett hier Geschwindigkeit, LP. Gut, mein Stahlwinger hat jetzt Genauigkeit hier drauf, weil ich halt so wenig Genauigkeit habe. Aber wenn ich dann irgendwann mal in den Substats hier mehr Genauigkeit und so bekommen sollte durchs Farmen, was wir jetzt auch machen werden, werde ich das dann auch austauschen, dass er mehr LP hat. Aber er hat jetzt momentan ganz okay LP. Verteidigung, ja, könnte besser sein. Weil es ist wichtig, dass er hier Schaden pro Runde öfters drauf bekommt. Das ist so das meiste, was er am Schaden macht. Also dieser Dot hier macht am meisten Schaden beim Boss. Weil je mehr LP der Gegner hat, desto mehr Schaden macht dieser äh, Schaden pro Runde. Dann hier natürlich Geschwindigkeit senken, auch sehr wichtig. Dann wird der Boss verlangsamt, er kommt weniger dran, auch sehr super. Klar, Kampfhaltung hier mit Verteidigung und Angriff erhöhen, auch super wichtig. Ihr braucht Buffs. Ihr braucht unbedingt die ganzen Buffs, die auch Geschwindigkeit erhöhen. Dann bei ihr als Healerin mit dem Schild, was auch sehr, sehr gut ist. Die würde ich sowieso auch auf 6 Sterne machen, weil ihr Schild erhöht sich natürlich nach dem Level. Je höher sie vom Level ist, desto höher ist das Schild. Das heißt, wenn sie Level 60 ist, wird das Schild nochmal besser. Das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Ansonsten, ja, das war es eigentlich schon quasi. Das sind so die ich jetzt gerade benutze. Also wirklich passt drauf auf. Die zwei brauchen 60% Genauigkeit. Viel HP, viel Speed. Ich werde es jetzt auch langsam versuchen, immer mehr schneller zu machen, so wie sie zum Beispiel. Eigentlich möchte ich, dass sie am langsamsten ist von dem ganzen Team, weil es sollen ja alle erstmal drangekommen sein, bevor sie das Schild drauf macht. Weil das Problem ist, wenn sie als erstes drankommt und alle haben ein Schild, ja, dann kommen sie auch nochmal alle dran, dann ist das Schild nur noch eine Runde drauf. Ist halt ein bisschen blöd. Wir wollen ja so machen, dass alle erst rankommen, bevor sie drankommt. Und dann macht sie erst das Schild drauf und dann haben alle 2 Runden das Schild. Viel besser. Genau. Also hier echt gucken. Die 3 Slots sind die wichtigsten. Da immer Speed, da LP und Verteidigung auf die beiden. Wir gucken halt, wie es funktioniert. Und was noch wichtig ist. Ich habe jetzt hier Geschwindigkeitssets drauf. Ja. Aber das heißt immer, egal in welchem Spiel, Faustregel, Stats vor Sets. Immer. Es ist immer wichtig, auf die Stats zu kommen. Ihr könnt hier reingehen und dann rumprobieren, bevor ihr auf Anwenden drückt. Guckt immer, ihr könnt hier sortieren. Hier dann natürlich, also das wisst ihr ja wahrscheinlich, ne? Also ihr wisst ja, wie das ungefähr funktioniert hier. Einfach gucken, wie ihr das am besten einstellt und dann genau das machen. So, wir haben ja den Zehner geschafft. Da haben wir eine LD bekommen. Das haben wir noch nicht bekommen. Das müssen wir noch machen. Aber das wird dann jetzt in der nächsten Zeit passieren. Genau, nächstes Ding. Punkt. Event. Ich habe es jetzt rausgefunden. Ihr könnt für 1600 Punkte eine Net 5 bekommen. Für 1600 Punkte kriegt ihr Net 5. Ihr könnt ihn, wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr ihn erneut herstellen, um die Stats hier zu ändern. Für 800 Punkte. Oder wenn ihr nicht zufrieden seid, für 1600 Punkte nochmal neu erstellen. Das so dazu, also das mal dazu. Ich habe das jetzt ausprobiert gehabt und ich bin begeistert. Also ich bin wirklich begeistert. Mega, mega cool. So, wir haben auf jeden Fall noch Summons, die werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich werde auch jetzt einmal kurz den Dungeon einmal laufen lassen. Ich gucke kurz auf die Uhr. Wir sind jetzt knapp 10 Minuten im Video. Ich würde hier wahrscheinlich kurz das Video pausieren und würde dann zum Boss wieder reinkommen, so dass ihr dann halt den Bossfight seht, weil die Wellen davor sind irrelevant. Deswegen dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe hier kurz pausiert, damit ihr den Fight sehen könnt. Ich drücke jetzt auf Auto und wir lassen den Kampf jetzt durchlaufen. So, also wichtig, wie gesagt, guckt, das will ich vermeiden. Ich will, dass sie als letztes drankommt, damit das Schild länger drauf bleibt. Und da seht ihr schon direkt, Defense Break ist drauf, Attack Break ist drauf.
Und jetzt geht's volle Kanne ab. Verlangsamt auch noch, jetzt kommt der Schaden rein, weil je mehr Buffs wir natürlich haben, ne, hier, je mehr Buffs wir haben, hier. Sobald der Angriff des Feindes als Streifschuss landet, nutze die Gelegenheit, um schnell zurückzuschlagen und verhänge einen Frieden für eine Runde. Das stackt mit, also das ist bei 20% und das geht runter, je mehr Buffs ihr habt. Und pro Buff, den ihr drauf habt, geht 5% runter. Das heißt, wenn ihr 4 Buffs drauf habt, geht's auf 0% quasi. Deswegen versucht ihr natürlich so viele äh, Buffs wie möglich drauf zu haben, von vornherein. Wäre natürlich optimal. Und hier, wie ihr seht, die Schaden pro Runde, die machen am meisten Schaden. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden sie gerade gemacht hat am Boss? Können gleich nochmal reingucken. Bestimmt, die macht nochmal den ersten Skill. So, das ist das Problem. Die kriegt den Attack-Buff nicht runter, weil sie halt nur 11% Genauigkeit hat. Das ist halt ein bisschen schlecht für uns. Aber nichtsdestotrotz, das Team läuft trotzdem einigermaßen. Also sie halten durch. Bei ihr merkt man, weil sie halt Level 40 ist, sie hat nicht so viel AP. Die wird schneller sterben als die meisten hier. Vielleicht sogar schneller als die DDs. Aber wir gucken mal, ob sie jetzt den ersten Skill macht. 16.000 macht sie mit dem ersten Skill, wenn sie crittet. 16.000. Das ist krank. Für eine Healerin auf dem ersten Skill so eine OP Skill zu haben. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Schaden pro Runde carryen uns. Das war's. Der Run ist durch. Der Run ist durch. Weil ich glaube, pro Hit, ich weiß gar nicht, sieht man nicht, leider. Das wird gerade nicht angezeigt, Schaden pro Runde. Wir haben jetzt halt pausiert und so, deswegen ist der Run jetzt wahrscheinlich ja 5 Minuten, weil wir jetzt halt die ganze Zeit pausiert hatten. Genau. So funktioniert der Fight quasi. Wir versuchen sie als langsamer als die beiden oder zumindest die 4 hinzubekommen, damit die halt schneller sind. Ähm, und so funktioniert der Kampf an sich. Also ist auf jeden Fall mit 3 Sterne ohne Probleme machbar. Wenn die jetzt alle besser werden, die Bauteile besser werden, dann kriegen wir einen Run unter 3 Minuten locker hin. Und das wird jetzt auch mein nächstes Ziel sein. Die Frage ist jetzt halt nur, wie gehe ich vor? Weil mein Plan ist es ja quasi, ihn hier zu benutzen, weil er hat ja auch die Schaden pro Runde auf 6 Sterne fallen. Genau, das wollte ich auch noch erzählen. In diesem Spiel gibt es keine Erweckung von den Elemons, so wie bei Summoners oder sonst welchen anderen Spielen. Hier ist die Erweckung mit dem 6 Sterne. Das bedeutet, wenn er 6 Sterne ist, macht er auf dem ersten Skill Schaden pro Runde. Das ist immens gut. Also wirklich sehr, sehr stark. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Deswegen sollten wir ihn auch auf 6 Sterne machen für den Dungeon Run. Dann würde ich auf jeden Fall Skill-Ups sind wichtig auf jeden Fall, aber hier auch Schaden pro Runde, vor allem mit dem zusammen synergiert sehr, sehr gut. Wen ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Ninratte. Wenn ihr Ninratte habt, sehr stark, ist, glaube ich, das beste Element, was man überhaupt bei B10 benutzen kann oder bei Boxclub allgemein. Ansonsten für die Clear, also zum Clearen würde ich die Leseratte benutzen, anstatt Giroleon. Aber da sind natürlich auch Skill-Ups wichtig, klar. Muss halt Schaden machen. Ansonsten, wen würde ich noch benutzen? Die Ameise, die habe ich jetzt leider nicht, aber gut. Das ist halt. Ah, genau, und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, das habe ich jetzt letztens gesehen von einem Kommentarschreiber. Ich weiß nicht, ob es eine Frage oder eine Aussage war. Und ich habe es aber auch gemerkt, ich habe es noch nie erwähnt. Beim Verbessern der Leute wegen den Skill-Ups, weil ich rede ja immer von Skill-Ups. Skill-Ups funktionieren folgendermaßen. Ihr nimmt dieses Monster und nimmt genau das gleiche Monster. Ich habe es, glaube ich, jetzt noch gerade nicht. Wie dem auch sei. Aber wir haben genug Stahlwings. Vielleicht kann ich es da zeigen. So. Ist, blöd. Aber braucht Skill-Ups. Das heißt, wir nehmen das gleiche Monster. Egal, ob es Feuer, Wind, Wasser, was auch immer ist. Baum. Macht keinen Unterschied. Aber wir nehmen einfach ihn, weil das an sich ist, brauchen wir ihn ja quasi nur einmal. Wir gucken nur auf die Stats hier, ob die vielleicht besser sind. Äh, und behalten vielleicht einen 363. Auch 363. Ja, ich glaube, einen von den beiden behalten wir, weil der braucht ja nicht Angriff zu machen, sondern der soll ja nur gute Verteidigung und guten LP haben. Weil sein Schaden macht er mit den Schaden pro Runde Stats. Genau. Und damit tut ihr quasi die Runden, ne, runter machen. So, was ich aber noch dazu sagen wollte. Wenn ihr hier stapelt, das meinte ich. Das ist der Stapel, den ich meine. Oh, habe ich das gerade bei dem vielleicht übersehen?
Genau. Das gleiche Stahlflügel in Baum gibt euch Stapel. Das bedeutet, wenn ihr 5 von 5 habt, kriegt ihr mehr Geschwindigkeit. Das habe ich jetzt vielleicht gerade nicht gesehen, vielleicht habe ich es auch übersehen, leider. Hier genauso. 4 von 5 Stapel. Ich muss einen Baum Poporeiter reinmachen, um 5 von 5 zu bekommen. Das geht nicht mit dem Feuer, das geht nicht mit dem Wasser, geht nicht mit Licht oder Dunkel. Es geht nur mit Baum, um diese Stapel zu erhöhen. Deswegen versucht immer das gleiche Element zumindest reinzumachen, um diesen Stapel zu erhöhen. Und dann könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Wasser, Feuer, was auch immer. Das ist noch dazu halt. Das ist dann egal. Genau, Event habe ich ja erzählt. Also ihr braucht 1600 Punkte für den ersten Net 5 und dann könnt ihr ihn entweder nochmal rerollen mit 1600 Punkte oder halt ihn, wenn ihr damit zufrieden seid. Ich habe jetzt halt ihn bekommen. Der ist nicht schlecht, ist quasi wie Zyros, glaube ich. Aber ich werde noch gucken. Ich werde auch, denke ich, jetzt morgen ein Video rausbringen, wo ich werde jetzt, also ich mache jetzt nicht so eine komplette Tierlist von wegen, das ist S-Tier, das ist A-Tier oder so, sondern ich werde wirklich spezifisch von Dungeon zu Dungeon reden. Also ich werde jetzt dann, als erstes werde ich dann den Boxclub nehmen und werde eine Tierliste machen von den 5 Sterne und 4 Sterne Monstern, die für den Boxclub benutzbar sind. Und dann werde ich dann halt das mit jedem Dungeon machen, dass man halt besseres, also so ein besserer Bezug zu den Dungeons bekommt. Weil wenn ich nur sage, ja, das ist gut im PvE, keiner weiß für was. Deswegen. Vielleicht mache ich auch so eine Google-Liste, wo ich dann online stellen kann, wo ich dann das Video verlinken kann, wo man dann immer reingucken kann. Weil dann kann ich da auch vielleicht bessere Sachen reinschreiben und immer wieder aktualisieren. Vielleicht hilft es euch auch immens dann. Genau, sowas habe ich versucht. Werde ich versuchen. So, dann gehen wir in die Summons rein. Wir brauchen Skill-Ups. Wir brauchen Skill-Ups. Genau, den im Wasser habe ich mir auch überlegt zu benutzen für Boxclub. Mal gucken. Das werde ich mir noch überlegen. Aber wir werden sehen. Genau, diese Schildkröte im Wasser habe ich mir auch schon überlegt, vielleicht zu benutzen. Aber ich denke, wir sind eigentlich sehr gut mit unserem Team. Erzengel, okay. Wenn damit zu viel Angriff, jeder Angriff, dann springen sie schon verteidigen, der Angriff zählt immer als Vorteil. Ah, okay, das ist ja quasi wie Theomas. Ein Buff vom Feind und wenn 2 Runden lang unheilbar auf dem Feind ohne Buffs annehmen für jeden. Oh, okay, das ist stark. Das ist stark für den zweiten Dungeon. Das ist sehr stark für den zweiten Dungeon. Also der wird wahrscheinlich in meiner Tierliste dann sein für den zweiten Dungeon. Höchstwahrscheinlich. Von den 5 und 4 Stars. Aber wird sich dann zeigen. Gucke ich nochmal drüber. Aber erstmal machen wir Boxclub. Genau, Poporeiter auch sehr stark. Alle wirklich sehr coole Monster auf jeden Fall. Den habe ich mir auch schon überlegt, den zu benutzen, diesen Kürbis im Wasser. Mal gucken. Also das Team steht noch nicht fest für den nächsten Dungeon. Das werde ich jetzt noch in der nächsten Zeit anschauen. So, wir haben nur ein Forster bekommen. Schade. Aber auch nicht sehr viele Skill-Ups, ne? Leider, leider. Hm. So, wir haben noch einen Light Dark. Mal gucken. Schade. Das wäre schön gewesen. Schön. LD Not 5. Springender Joker. Okay. Okay. Ein Feind soll mal angreifen mit einem 40% aufeinander folgenden Angriff. Okay. Passive. Die kritische Trefferquote erhöht sich um 30%, wenn du angreifst oder angegriffen wirst. Beim kritischen Angriff führst du einen Gegenangriff mit halbem Schaden aus und stirbst nicht durch den Angriff. Oh, okay. Wow, das ist ja quasi wie Miho, würde ich sagen, von Summoners War. Weil vom Crit nicht sterben, ja. Das ist Miho quasi. Ja. Okay. Also der Plan ist es fürs nächste Mal. Ich werde jetzt gucken, dass ich die bisschen verstärke, bisschen farme, den Geisterkapitän jetzt mal langsam in Geschehen mit einführe fürs nächste Mal. Und jetzt so langsam versuche, ein Speed-Team für Boxclub zu machen, der safe läuft. Mit denen natürlich die halt man bekommt quasi. Und sobald ich das dann habe und fertig bin und ein gutes Team habe, kann ich dann langsam anfangen, hier auch ein Speed-Team für unter eine Minute zu bauen mit 4-Sterne-Monstern oder so. Ich glaube, dann ist es auch okay, wenn ich dann 4 Stars hier benutze in dem Dungeon. Und das gleiche mache ich dann auch bei dem hier, bei dem Rockkönig. Ich werde auch wieder erstmal ein 3-Sterne-Team benutzen und vor allem hier, den brauchen wir. Der ist super wichtig in diesem Dungeon. Und dann genauso auch hier. Und das werde ich euch auch noch alles schön erklären, sobald wir von Dungeon zu Dungeon hüpfen. Aber fürs allererste erstmal machen wir Boxclub auf ein Speed-Team jetzt, das unter 3 Minuten läuft. Am besten unter 2 Minuten.
Ich denke, mit dem Piratenkapitän kommen wir unter 2 Minuten. Genau. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich immer gerne über einen Daumen hoch freuen. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Über Kommentare freue ich mich auch sehr gerne. Also könnt gerne alles fragen, was ihr wollt. Gilde ist ja auch jetzt mittlerweile sehr gut unterwegs. Wir sind schon 23 Leute, also alle sehr fleißig unterwegs. Also wir haben noch Platz, falls ihr Lust habt. Und ich schreibe auch gerne rein. Also wenn ich da bin, antworte ich euch auch gerne. Also da ist auch kein Problem. Auf jeden Fall kommt einfach vorbei. Wir haben noch 7 Platz. Ich meine, wie heißt es so schön? Der Erste, wer zuerst kommt, mal zuerst. Quasi so. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.